Verehrte Freunde der Geschichte, liebe Liebhaber der Architektur, wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie heute wieder unseren Kanal Legendäre Burgen und Dome eingeschaltet haben. Bereiten Sie sich vor auf eine Reise zu einem der symbolträchtigsten Orte Europas. Willkommen auf der Burg Hohenzollern, dem majestätischen Stammsitz der Hohenzollern in Baden-Württemberg. Stellen Sie sich einen einsamen Kegelberg vor, der sich abrupt aus der Landschaft erhebt, gekrönt von einer Silhouette aus Türmen und Zinnen, die den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen scheinen. Hier, hoch über den Tälern, wo der Wind die uralten Legenden flüstert, steht nicht einfach nur eine Festung. Hier steht ein steinernes Denkmal deutscher Identität. Unsere Geschichte beginnt weit vor unserer Zeit, in einer Ära, die im Nebel des Mittelalters verborgen liegt. Wir befinden uns auf dem Zollerberg, einer markanten Erhebung der Schwäbischen Alb, die bis auf 855 Meter in den Himmel ragt. Dieser Berg war schon immer mehr als nur Gestein. Er war ein strategischer Hochsitz, der Macht und Kontrolle versprach. Die erste urkundliche Nennung des Hauses Hohenzollern geht auf das Jahr 1060 zurück. Doch die erste Burganlage selbst wird konkret im Jahr 2667 IG erwähnt. Damals nannte man sie das Castrum Creol. Sie galt als die Krone aller Burgen in Schwaben und war der stolze, wehrhafte Ursprung einer Familie, deren Name später den Lauf der Weltgeschichte bestimmen sollte. Doch diese erste Burg war ein Ort des Kampfes und des Feuers. Sie wurde 1423 nach einer fast einjährigen Belagerung durch den Schwäbischen Städtebund vollständig zerstört und geschleift. Was wir heute bewundern, ist das Ergebnis eines phönixgleichen Wiederaufstiegs. Nach der Zerstörung entstand ab 1454 die zweite Burg. Sie war größer, stärker, gebaut für die Ewigkeit. Sie diente den katholischen Linien der Familie als Zuflucht im Dreißigjährigen Krieg. Doch auch dieser stolze Bau fiel der Zeit zum Opfer. Im 18. Jahrhundert verlor die Burg ihre strategische Bedeutung, wurde vernachlässigt und verfiel zur Ruine. Das heutige Meisterwerk verdanken wir einer romantischen Vision. Es war der Kronprinz und spätere König Friedrich Wilhelm IV., der 1819 den Stammsitz seiner Väter besuchte. Er fand Trümmer vor, doch in seinem Herzen sah er bereits das Neue. Er wollte die Größe von Preußen und die deutschen Kaiser architektonisch manifestieren. Zusammen mit dem genialen Architekten Friedrich August Stüler, einem Schüler Schinkels, ließ er zwischen 1850 und 1867 die dritte Burg errichten. Nicht primär als Wohnsitz, sondern als ein Denkmal der Dynastie, eine Hommage an die Wurzeln des Haus Hohenzollern. Architektonisch ist die Burg Hohenzollern ein Triumph der Neugotik. Stüler ließ sich von den prunkvollen Schlössern an der Loire in Frankreich und den englischen Burgen inspirieren, schuf aber etwas ganz Eigenes. Wenn man die Anlage betrachtet, sieht man ein perfektes Märchenschloss. Es ist eine Inszenierung des idealen Mittelalters, wie es sich die Menschen der Romantik erträumten. Die vielgestaltige Dachlandschaft mit ihren unzähligen Türmchen, die imposanten Wehrmauern und die kunstvollen Bastionen bilden ein Gesamtkunstwerk. Besonders beeindruckend ist der spiralförmige Auffahrtsweg, das sogenannte Adlertor, das den Besucher langsam, fast ehrfürchtig hinauf in den Innenhof führt. Jeder Stein hier spricht von dem Bestreben, Schönheit und Wehrhaftigkeit zu vereinen. Doch die wahre Pracht offenbart sich im Inneren. Die Burg ist nicht nur eine Hülle, sie ist eine Schatzkammer der Geschichte. Mit ihren 140 Räumen ist sie ein Labyrinth aus Prunk und Erinnerung. Besucher, die heute durch die Hallen schreiten, werden von der prachtvollen Innenausstattung überwältigt. Der Grafensaal mit seinen rot-goldenen Säulen und dem Kreuzrippengewölbe, die Bibliothek mit ihren Wandgemälden,
die die Geschichte der Hohenzollern erzählen, und der blaue Salon der Königin, jeder Raum ist ein Juwel. Besonders hervorzuheben ist die Schatzkammer der Burg. Hier ruhen Reliquien von unschätzbarem Wert. Man findet hier die preußische Königskrone von Wilhelm II., ein Symbol absoluter Macht, gefertigt aus purem Gold und übersät mit Edelsteinen. Doch es sind auch die persönlichen Dinge, die berühren. Eine Tabaksdose von Friedrich dem Großen, die ihm einst das Leben rettete, indem sie eine Kugel abfing, oder seine Uniform, die noch immer den Geist des alten Fritz atmet. Ein Ort von solchem Alter ist natürlich nicht frei von Mythen. Wenn der Herbstnebel die Burg im Nebel verhüllt und die Türme wie Inseln aus einem weißen Meer ragen, erzählt man sich die Legende der Weißen Frau. Es heißt, dass in den dunkelsten Nächten eine geisterhafte Gestalt in den Gängen wandelt. Die Weiße Frau von Hohenzollern soll Albrecht dem Schönen erschienen sein und gilt als Todesbotin der Familie. Doch wir betrachten sie heute nicht mit Furcht, sondern als eine stille Wächterin, einen Geist der Vergangenheit, der untrennbar mit dem Schicksal dieses Berges verbunden ist. Diese mystische Aura verleiht dem Besuch eine Tiefe, die über das rein Historische hinausgeht. Man spürt, hier ist der Schleier zwischen gestern und heute besonders dünn. Die historische Bedeutung der Burg Hohenzollern kann kaum überschätzt werden. Sie zählt zu den schönsten Burgen Deutschlands und ist ein Ankerpunkt der deutschen Geschichte. Interessanterweise war dieses dritte Schloss lange Zeit gar nicht dauerhaft bewohnt. Es diente als repräsentatives Showobjekt der preußischen Könige fernab von Berlin. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Burg eine neue, tragische Bedeutung als Zufluchtsort. Kronprinz Wilhelm, der letzte Thronfolger des Deutschen Kaiserreiches, und seine Gemahlin Cäcilie fanden hier nach 1945 eine Heimat. Sie sind auf dem kleinen Offiziersfriedhof innerhalb der Burganlage beigesetzt. Ihre Gräber erinnern uns daran, dass selbst die mächtigsten Dynastien am Ende hier, an ihrem Ursprung, ihre letzte Ruhe finden. Heute thront die Burg immer noch stolz über dem Land und zieht jährlich Hunderttausende in ihren Bann. Sie ist eines der beliebtesten Ausflugsziele Baden-Württemberg. Der Blick von den Bastionen, die berühmte Burg Hohenzollern-Aussicht, ist atemberaubend. Bei klarem Wetter reicht die Sicht bis zu den Alpen und über den Schwarzwald, ein Panorama, das dem Betrachter das Gefühl gibt, über der Welt zu stehen. Die Burg ist lebendig. Sie ist Museum, Denkmal und Veranstaltungsort zugleich, wo Geschichte greifbar und erlebbar wird. Sie erinnert uns an die Genialität der Baumeister und die Visionen der Könige. Wir hoffen, dieser ausführliche Einblick in die Seele der Burg Hohenzollern hat Sie inspiriert und berührt. Es ist ein Ort, den man gesehen haben muss, um seine ganze Magie zu verstehen. Es ist wahrlich ein perfektes Ausflugsziel auf der Schwäbischen Alb. Wenn Sie nun mehr über dieses architektonische Wunder erfahren möchten, für detaillierte Informationen über dieses Objekt, die genaue Adresse sowie die aktuellen Öffnungszeiten und Führungen, folgen Sie bitte dem Link zur offiziellen Quelle, den wir für Sie unten in der Videobeschreibung hinterlegt haben. Vielen Dank, dass Sie Ihre Zeit mit uns geteilt haben. Abonnieren Sie legendäre Burgen und Dome, um keine unserer Reisen in die Vergangenheit zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.